Hallo Freunde! Wir hoffen, es geht euch gut an diesem wunderschönen Tag Leben. Wir lassen es heute vielleicht eine Mühe langsamer angehen als die letzten beiden richtig mega krass bombastischen fetten Folgen. Denn unser Leben ist ja auch nicht mega krass bombastisch fett die ganze Zeit, sondern manchmal auch, seht einfach selbst. Was machst du da eigentlich? Das frage ich mich auch. Ruhig bleiben und trotzdem die Kreativität fließen lassen. Ich habe für mich festgestellt, dass das ganz klug ist. Also fangen wir mal lieber gleich an. Unser Leben ist gerade ziemlich turbulent. Als wir uns vor einigen Jahren kennengelernt haben, war ich kurz vorm Burnout, weil ich 2 künstlerische Selbstständigkeiten und einen Minijob jongliert habe. Etus Arbeitsvertrag war gerade planmäßig an sein Ende gelangt und er wusste, ab jetzt sollte das Leben irgendwie mehr von dem beinhalten, was ihn erfüllt, also die Musik. Aber er wusste nicht, wie eigentlich. In dieser Gemengelage haben wir uns getroffen. Und es war für uns beide sofort klar, zusammen schaffen wir das. Irgendwie. Und dann haben wir angefangen, Schritt für Schritt an dem zu bauen, was jeden Tag mehr zu unserem Leben wird. Im Moment bedeutet das eben sehr viele Telefonate, sehr viele Behördengänge, sehr viele Formulare, sehr viel Unklares, das wir erst klären müssen, sehr viele Neins, die von unterschiedlichen Personen in unterschiedlicher Intensität ausgesprochen werden. Das geht nicht, ne? Also man kann nicht irgendwie... Okay, gut. Nee. Nö. Nee. Ich habe noch keine Kapazität. Das könnte ja auch einfach mal was funktionieren. Und umso schöner ist es dann, wenn ein Tag nicht mit dem nächsten Anruf oder der nächsten E-Mail beginnt, sondern mit dem Gießen von Gurken. Hast du schon deine zweite Riesengurke gesehen? Die da und Ja, die da. genau die hier, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob die noch größer werden. Müssen wir noch nach hinten oder heute nicht? Doch, wir müssen heute die Heidelbeeren gießen. Ich gehe mal zum Rhabarberbereich. Und falls ihr gerade auch in einer etwas neinlastigeren Phase eures Lebens seid, lasst euch nicht entmutigen. Die meisten guten Dinge im Leben gibt es nicht umsonst und auch nicht auf die erste Nachfrage oder auf die zweite Nachfrage. Es mag Ausnahmen geben, aber in meiner Erfahrung ist es so, dass man alles von sich geben muss für das, was man will. Und damit meine ich nicht, dass man sich bis zur Erschöpfung arbeiten soll oder dass man all seine finanziellen Mittel verbrauchen soll. Ich meine vielmehr damit, dass man alles von sich, was man schenken kann, alles Gute von sich, was man geben kann, dass man das gibt auf diesem Weg. Dass man nicht mit angezogener Handbremse fährt, dass man nicht taktiert und überlegt, okay, ich gebe nur die Hälfte und dann gucke ich erstmal, wie viel zurückkommt und ob ich dann weitermache oder so. Wenn mir etwas wirklich viel bedeutet, dann gebe ich alles. Und mit ein bisschen Glück kommt vom Universum dann irgendwann auch was zurück. Und wenn nicht, was ist Schlechtes daraus erwachsen, dass ich Gutes gegeben habe? Ist mein eigenes Glück dadurch weniger geworden? Der Rest ist Schicksal. Hoffnung. Welches Blatt möchten Sie denn gerne, Frau Elfari? Na, vielleicht mögen Sie eher die Ausgabe Wasserreservoir. Das wäre dann dieses Exponat. Der schnelle Pfeil. Ja, auch sehr beliebt gerade in diesen hektischen Tagen. Erinnert uns an so, wie es eh schon ist. Oh ja, hier ist noch eine. Knoblauchkraut, also eins, das ein ganz intensives Knoblaucharoma hat, aber nicht die Schärfe. Also es ist schon scharf, aber es ist nicht so scharf. Und das hier, liebe Welt, sind 2 Erdbeeren. Das ist vielleicht an sich nicht außergewöhnlich, aber heute ist der 1. August. Und das ist schon eine krasse Pflanze, die am 1. August immer noch weiter produzieren will. Und das Schöne ist ja, was wir an Obst und Gemüse nicht im Garten haben,
das haben vielleicht andere im Garten. Und wir fahren jetzt mal mit den Rädern los, um zu gucken, ob wir irgendwo was erwerben können. Und bei der Gelegenheit schauen wir uns auch noch einen potenziellen Drehort für ein Musikvideo an. Wo wollt ihr denn hin? Zu Tante Tedda oder zu Onkel Etu? Onkel Etu! Alle wollen immer zum Etu. So, Mensch. Da hat er wahrscheinlich die Fuhrwerke noch langfahren sehen. Da hat sich so viel geteilt. Jo. So, wir gönnen uns jetzt den filmischen Luxus, 2 Dinge zusammenzubringen, die nicht zusammen passiert sind. Wir sind jetzt wieder hier an unserem wunderschönen Baumdrehort. Und wann waren wir das letzte Mal hier? Vor 2 Wochen? Ja, vielleicht sogar vor 3 Wochen. Vielleicht sogar vor 3 Wochen. 2,5 Wochen. Sage ich jetzt mal so. Vor ein paar Folgen waren wir für das Rennpferd-Musikvideo ja schon mal in einem Schlossgut und haben da mit einer Wandmalerei gefilmt. Das war eine Szene. Und hier kommt jetzt eine weitere. Und es wird sicherlich auch noch viele weitere geben. Hier filmen wir jetzt wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde. Und im Video selbst werden das dann wahrscheinlich 2 Sekunden, 3 Sekunden. Insofern liegt noch viel Sammelarbeit vor uns. Also fangen wir mal lieber gleich an. Wissen diese beiden schrägen Vögel eigentlich, was sie hier sagen? Erst geht es um Musik und jetzt geht es um Gurken. Ja, es geht zwar irgendwie um beides, aber letztendlich geht es natürlich um die Kunst. Und im ersten Schritt geht es um die Musik und unser Album. Das ist jetzt, ich würde sagen, in einer fortgeschrittenen Vorproduktionsphase. Ganz viel ist fertig oder zumindest fertig gedacht, aber ganz viel muss noch rausgeputzt werden. Wie ein großer Frühjahrsputz. Ihr mir sicher nicht dabei zuhören wollt, wie ich 2 Stunden mit dem Kopf wippe. So gibt es jetzt nur kleine Ausschnitte. Aber vielleicht verraten die ja schon ein bisschen was. Moment, wie? Ihr habt die Einladung gar nicht bekommen? Na dann seid jetzt nochmal ganz herzlich eingeladen. Nehmt die Ohren mit, klemmt sie fest und der erste Song, der heißt Anzaco Cesar. Nothing's gonna be the Wahala, nothing's gonna be not so. Ruidoso, New Mexico. Chasing elevators. When the lights go out, You'll be looking. La lune sur la grande once. Rennpferd. Mr. Rogers' honeymoon. just when we dance, we can unite. Bazaar. RMTW IASA.
one. Var det skönt, var det klokt, var det enastående nog? Törs jag fråga, varför som Farboga? Married women. Show me them rings now. Red tongue fever. Catch your red tongue on me. Mamas, papas, artists, universes. Das war's. Natürlich noch nicht, denn jetzt beginnt die richtige Arbeit. Und damit die beginnen kann, verlegen wir jetzt erstmal ein Internetkabel. Tschüss. Was machst du da eigentlich? Das frage ich mich auch. Tedda und Etu versuchen, sich mit Internet zu versorgen an einem entlegenen Ort. Dazu fassten sie den kühnen Plan, ein 50 Meter LAN-Kabel zu verlegen, überirdisch. Nachdem das Kabel sich jetzt in mysteriöse Weise gelöst hat, nennen wir es einfach Teddy Magic. Guck mal, Teddy, aber da hinten, da müsstest du noch mal kurz hin. Jetzt bin ich doch optimistisch, dass es reicht. Vielleicht kann man die Tür fast zumachen. Aber es reicht. Ja, reicht locker. So. Voilà. Wir können uns dann jeden Tag eine kleine Attribute überlegen. Oh, wie schön. Dann holen wir mal die Laptops immer. Jawohl. In den letzten Wochen hatten wir ja immer zumindest ein kleines Einkommen, weil wir ja einige von meinen Kunden aus meiner Selbstständigkeit übernehmen konnten. Es war uns nur irgendwie bislang noch nicht vergönnt, dass wir auch mal gemeinsam neue Kunden hätten gewinnen können. Aber genau das ist jetzt zum ersten Mal passiert. Wir haben unser erstes gemeinsames Bewerbungsgespräch geführt und diesen Kunden auch direkt für uns gewonnen. Das Budget ist zwar erstmal noch ein bisschen begrenzt, aber ein Anfang ist gemacht. Hier kommt das Liefern Etu. Ui. Mit dem, ich würde mal sagen, mit dem Kinderteller. Ein paar restliche Nüsse und aber ganz schön viel zu trinken. Ich habe auch noch mehr Nüsse. Jetzt steht's Oh, da auf dem passt Stift. jetzt aber kein Laptop mehr hin. Außerdem soll man ja Laptops nicht beim Wasser haben, ne? Sagt ja hier immer jemand. Und wir kümmern uns jetzt um unseren ersten gemeinsam akquirierten Auftrag. Und das können wir natürlich leider nicht im Detail zeigen, denn das unterliegt dem Datenschutz. Aber wir können euch natürlich sagen, womit wir anfangen. Und zwar damit, uns einen Überblick zu verschaffen. Das heißt, alle Briefings lesen, alle Unterlagen anschauen, den Arbeitsaufwand abschätzen, die Zeitpläne abschätzen, ob die realistisch sind, Rückmeldungen an den Kunden geben, letzte Fragen klären und dann anfangen. Für den Rest des Tages also erstmal keine Gartenarbeit und keine Atelierarbeit, sondern Computerarbeit. Ja, so. Sabi. 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 Ja, so. Bewerbung
Bewerbungsgespräche haben ja jetzt einen ganz neuen Nervenkitzel freigeschaltet, seit sie online stattfinden. Man sorgt sich nicht nur um all diese Dinge, um die man sich früher schon gesorgt hat, wie habe ich mich auf alles vorbereitet, bin ich gut drauf, bin ich schlagfertig, wie sehe ich aus, habe ich das Richtige an? Nein, man sorgt sich jetzt auch noch darum, wird das Internet mitspielen. Bis dann. Tschüss. Puh. Das lief gar nicht so schlecht. Jetzt erstmal kalibrieren. Oh, rekalibrieren. Rekalibrieren. Oh. Und das ist dann für Tedda und mich irgendwie eine der zentralsten Lernaufgaben, die wir haben. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben und trotzdem die Kreativität fließen lassen. Und bei allen Sachen, die so einprasseln, den Fluss nicht unterbrechen zu lassen, sondern die Kraft in sich zu finden, um es weiter fließen zu lassen. Und das ist eine ziemliche Aufgabe. Auch das Wissen darum, dass es auch wirklich klappen muss. Und deshalb wird es auch klappen. Und so haben wir an diesem schönen kleinen blauen Tisch mein Technikimperium errichtet. Hier wird in den nächsten Wochen alles stattfinden, was irgendwas mit einem digitalen Bild zu tun hat. Und das ist auch das Einzige, was hier passieren wird. Weil wir haben festgestellt, dass es nicht so schlecht ist, wenn man die Welt der freien Kunst hier auch räumlich von der Welt des Kunstmachen fürs Geldverdienen trennen kann. Wenn man das dann irgendwie kann. Und hier können wir es zum Glück. Dann weiß ich, wenn ich mich hier hinsetze, jetzt ist die Zeit fürs freie Arbeiten da. Jetzt ist meine Zeit. Und wenn ich mich an einen anderen Arbeitsplatz setze, dann weiß ich, jetzt treten meine Vorstellungen hinter denen der Kundinnen zurück. Und das ist auch okay. Und heute werde ich zum Beispiel die Aufnahmen aus dem Schlossgut schon mal ein bisschen bearbeiten. Weil das ist ausnahmsweise eine gute Angewohnheit, die ich mir zugelegt habe. Jeden Abend nach dem Dreh oder nach dem Shooting das entstandene Material schon mal auf die Festplatten übertragen, sichten,
bewerten und, wenn es geht, auch schon mal ein paar erste Schritte in der Bearbeitung machen. Wenn ihr selber kreativ arbeitet, dann kennt ihr das vielleicht. Wenn man gerade frisch drin ist in einem Projekt, man hat irgendeine Idee, dann denkt man sich, das kann ich doch nie in meinem Leben wieder vergessen. Sobald ich dieses Material angucke, werde ich immer wissen, was ich damit machen wollte. Wenn man dann aber durch Umstände vielleicht dazu gezwungen ist, dieses Projekt ein halbes Jahr liegen zu lassen oder ein Dreivierteljahr oder noch länger, dann ist das plötzlich nicht mehr so klar, was man damit eigentlich machen wollte. Und dann verliert man gegebenenfalls sehr viel Zeit damit, das alles wieder zu rekonstruieren, was man da eigentlich an welcher Stelle mit dem Material vorhatte. Ich weiß nicht, woher ich diese Erfahrung habe. Das kommt mir einfach so gerade. Man kann sich das natürlich auch alles schön aufschreiben, aber dann hat man so eine Zettelwirtschaft und dann hat man da irgendwelche Stichworte und dann fragt man sich, was habe ich damit denn gemeint? Deswegen am besten gleich eine Skizze mit dem Material selbst machen. Auch wenn es total rumpelig ist und irgendwie nur 2, 3 Clips aneinander gesetzt, dann kann man wenigstens irgendwie nachvollziehen, okay, die wollte ich in der Reihenfolge haben und ungefähr den und den Spannungsbogen wollte ich damit erzählen und die Sachen fehlten noch, alles klar, da steige ich wieder ein. So. Ich habe für mich festgestellt, dass das ganz klug ist. Und deswegen mache ich das jetzt immer so. Nur das mit der Materialskizze, das habe ich gestern Abend nicht mehr geschafft. Deswegen mache ich es gleich heute. Aber beim Zugucken ist es natürlich maximal langweilig, wenn hier jemand einfach nur am Computer sitzt und irgendwelche Daten von links nach rechts schiebt. Deswegen reden wir erstmal noch über was anderes. Weil wir sind ja nicht umsonst in einem Atelier. Vielleicht gibt es ja noch einen weiteren Arbeitsplatz. Denn ich habe zwar Kunst studiert, aber das hier dürfte mein allererster Malplatz sein. Denn ich habe mich im Studium relativ früh entschieden, mich auf die Medien, Fotografie und Film zu konzentrieren. Das heißt, wenn man es brutal ausdrücken möchte, ich habe von Malerei keine Ahnung. Meine Medien vorm Studium und noch ganz am Anfang im Studium waren Bleistift, Kohle, Kreiden, alles, was irgendwie monochrom ist. Mit Farben und dem Mischen von Farben und all diesen Dingen habe ich wirklich fast keine Zeit verbracht. Und das bereue ich jetzt ein kleines bisschen. Obwohl ich genau weiß, warum ich damals die Entscheidung so getroffen habe und das auch damals für mich so richtig war, haben wir ja nun gerade den ehrgeizigen Vorsatz, alles an dieser Albumveröffentlichung selber zu machen, was wir selber machen können. Und dazu gehört irgendwie natürlich auch das Artwork. Und es ist ja nichts, dem wir irgendwie mit einer Notlösung begegnen wollen. Man kann natürlich auch einfach eine KI füttern und das nehmen, was dabei rauskommt. Aber ich finde, die Songs haben das schon verdient, dass man sich mit Ruhe und Liebe hinsetzt und sich für jeden Song etwas erdenkt und es umsetzt mit dem, was es halt braucht. Und was es braucht, weiß ich noch nicht. Ich weiß, dass jeder Song seine eigene Gestaltung bekommen soll. Also im Prinzip ein Bild für einen Song. Ich habe erste Ideen, was das für Bilder sein können. Und ich weiß, dass sie bunt und leicht und lebendig sein müssen, weil so sind nun mal die Songs. Das heißt, die Technik, die ich irgendwo noch ganz verstaubt in meinem künstlerischen Werkzeugkasten rumliegen habe, die eignet sich leider nicht so wirklich. Ich werde also viel mit Medien experimentieren müssen. Verschiedene Farben, verschiedene Kreiden, verschiedene Löslichkeiten. Aber irgendwo muss man ja erstmal anfangen. Und während wir hier sind, werde ich versuchen, einfach erste Skizzen zu machen. Wahrscheinlich Bleistiftskizzen, weil das kann ich ja irgendwie noch so halbwegs. Wenn ich es noch schaffe, probiere ich vielleicht auch noch ein paar Materialien aus. Aber das werden wir sehen. Ich will mich mal nicht mit Herausforderungen überladen. Man kann sich natürlich auch fragen, warum macht man das überhaupt? Für jeden Song ein eigenes Bild, für ein Booklet, das es vielleicht irgendwann mal geben wird. Will irgendwer auf diesem Planeten noch eine CD haben? Ich hoffe schon. Ich finde CDs sind toll. Ich habe noch ganz schön viele CDs. Zugegebenermaßen im Keller, aber ich habe sie und ich habe sie auch lieb. Und wenn ich mir eine CD gekauft habe, dann habe ich auch immer das Booklet gelesen. Ich habe die Texte gelesen, ich habe ganz genau studiert, welcher Künstler war in welchem Song wie beteiligt, wer hat was gemacht, wer hat die Texte geschrieben. Ich habe mir die Bandfotos angeguckt, ich habe mich gefreut, wenn es ein cooles Artwork war und wenn das Material irgendwie schön war. Ich will mal glauben, dass es vielleicht da draußen noch ein paar Menschen gibt, die auch irgendwie Freude an CDs haben. An dem Gefühl, dass man die Musik nicht nur irgendwie hören kann, sondern auch anfassen kann und sich irgendwie damit verbinden kann. Das Wissen zu haben, dass die Künstler sich die Mühe gemacht haben, das irgendwie in ein Gesamtpaket
zu packen. Wir wissen nicht, welche Reise dieses Album nimmt, aber wir wissen ganz genau, dass wir unser ganzes Herzblut da reinstecken. Und für mich gehört es dazu, dass jeder Song sein eigenes Bild kriegen wird. Ich fange am besten einfach schon mal früh an. Denn ich glaube, ich werde einige Fehlversuche produzieren. Und ich glaube, gerade dieses Schulsystem, durch das wir alle durchgegangen sind, verleitet so ein bisschen zu dem Gedanken, warum sollte ich? Wir lernen so früh, Dinge zu machen, um etwas anderes zu erreichen. Wir lernen für einen Test, damit wir eine gute Note kriegen. Und die gute Note brauchen wir, damit wir einen guten Abschluss haben. Und den guten Abschluss brauchen wir, damit wir die gute Ausbildung oder das gute Studium machen können, das wir uns vorgestellt haben. Und dieses gute Studium oder diese gute Ausbildung brauchen wir, damit wir nachher einen Job machen können, mit dem wir uns halbwegs wohlfühlen. Man lernt eben genauso, Dinge nicht zu machen, wenn man dafür nichts kriegt. Oder nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und ich weiß, die Sachen sind sehr viel komplexer, als ich sie jetzt hier gerade so total vereinfacht in einer Schachtel mal kurz hier ausgepackt habe. Aber zumindest so viel ist, glaube ich, dran, dass man viele Entscheidungen in seinem Leben trifft mit dem Gedanken, ich mache etwas um zu. Und wenn am Ende kein um zu rauskommt, dann lautet die Schlussfolgerung, warum sollte ich? Warum sollte ich das machen, wenn ich nichts dafür kriege? Aber manchmal ist es auch wichtig, Sachen zu machen, ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt. Manchmal muss man seine Lebenszeit einfach investieren für Hoffnung oder in Zuversicht. Mit dem Gedanken, ich habe den Weg genossen, auch wenn er mich am Ende vielleicht nicht zu genau dem Ziel bringen konnte, das ich mir im Idealfall gewünscht hätte. Und so versuchen wir unsere Reise auch irgendwie anzugehen. Genießen wir die Reise. Umso mehr, wenn ihr mitkommt. Eine Reise ist doch immer schöner, wenn alle zusammen loslaufen. Und ich habe mir hier schon ein paar Sachen mitgebracht und hingelegt. Verschiedene Papiere, sogar große Kästen Aquarellstifte. Habe ich noch nie benutzt. Und dann haben wir hier noch farbige Kreiden. Habe gar keinen Druck. Ich lege das einfach dahin und irgendwas wird schon passieren. Genau, Liebste. Und da wir so wenig Druck haben, lassen wir uns dann von der Kraft der Natur reinigen. Guck mal hier. So machen wir das. Solltet ihr unbedingt mal probieren, das ist unglaublich heilsam. Ach so, ja, nächste Woche. Pass auf. Nächste Woche geht's um unser neues Familienmitglied, die Baritongitarre. Es geht darum, wie und warum der Garten geflutet wird und was man dagegen machen kann. Und es geht auch darum, wie unsere Gefühlswelt ziemlich durchgeflutet wird. Und naja, vielleicht wird es nicht die fröhlichste aller Folgen, aber wir bleiben optimistisch. Mit euch zusammen. Wir sind ja ein ganz, ganz, ganz kleiner Kanal, wie die Gurke, die ihr letzte Folge vielleicht gesehen habt, die Taylor so liebt. Und deswegen ist es für uns ganz, ganz toll, wenn ihr mit uns in Resonanz geht, wenn ihr Kommentare schreibt, wenn wir wissen, dass ihr da seid. Ja, es hat auch was mit einer Glocke zu tun. Die Glocke ist nicht alles. Die Glocke ist nicht alles, aber die Glocke zeigt uns, dass ihr da seid und dass ihr Lust auf mehr habt. Und deswegen machen wir ja den ganzen Bums hier. Also, ich will nicht sagen, was ihr machen sollt, aber da wird's gerade angezeigt. Tschüss, Freunde. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch.